Zu dem Video, ja, liebe Freunde, wir haben uns endlich mal begeistern lassen. Jetzt haben wir gesagt, wir schaffen uns ein erstes faltbares E-Bike für unseren Camper, für unser Wohnmobil an. Hier machen wir jetzt heute mal ein Unboxing, und zwar haben wir jetzt hier zu dem faltbaren E-Bike auch gewisses Zubehör mit. Das wollen wir euch zeigen. Wir haben hier das Hitway BK6S, ein Gepäckträger, den wir dann später nochmal mit zusammenbauen werden für euch. Dann haben wir noch einen Gepäckträger. Einer ist für vorn und einer ist für hinten. Und dann haben wir noch eine automatische Pumpe. So ist das Fahrrad jetzt ohne Zubehör, rein weg das Hitway BK6 aufgebaut, wie es geliefert wird, was alles im Lieferumfang dabei ist. Und wir gehen jetzt mal in den Bereich Zubehör von diesem Fahrrad und zeigen mal euch, was wir hier noch für ein Zubehör dazu gekauft haben, weil wir ja mit dem Camper unterwegs sind und das Fahrrad auch nutzen wollen, um Besorgungen zu machen oder Einkäufe zu erledigen. Vom Zubehör haben wir jetzt zu dem PK6 noch eine Pumpe. Das werden wir euch gleich zeigen. Und natürlich die Gepäckträger für vorn und einmal für hinten. Die Pumpe, die werden wir euch mal mit verlinken in der Videobeschreibung, die wir jetzt hier zusätzlich für uns bestellt haben. Und zwar ist das eine Wireless Luftpumpe. Die geht für Fahrräder, Motorräder und PKWs. So schaut die ganze Pumpe aus. Hier haben wir ein Zubehör noch drin, und zwar haben wir jetzt hier so ein Sack, wo wir die Pumpe verstauen können. Wir haben den Anschlussschlauch, der ist ca. 20 cm lang. Dann haben wir ein Ladekabel zum Laden und die verschiedenen Anschlüsse jetzt, um einen Ball aufzupumpen, spezielle Fahrradventile und so weiter. Bei der Reifengröße brauchen wir ungefähr 40 PSI, das steht auch hier drauf, und das kontrollieren wir jetzt mal. So, die Pumpe, die schalten wir ganz einfach ein. Hier habe ich jetzt schon 35 PSI vorinstalliert. Man kann einstellen PSI, Bar und Kilogramm pro Kubikzentimeter. Wir stellen auf PSI und machen die Pumpe an. Die schaltet automatisch ab. Somit sind wir hier fertig bei dem Reifen und schaltet automatisch wieder ab. So, jetzt haben wir vorne das auch drauf. Wir werden als erstes einmal den hinteren Gepäckträger installieren. Dazu müssen wir diesen gepolsterten Sitz abmachen, und da schauen wir jetzt mal nach, ob der auch einfach abgeht. Das müssen wir abbauen, damit wir unseren Gepäckträger hier drauf bekommen. Ich habe mir das Ganze schon mal angeschaut, und wir haben hier an der Seite eine Schraube, und dann ist der Sitz ganz einfach so einen Schiebeverschluss hier eingehängt. Diese Schraube müssen wir ganz einfach lösen, und dann bekommen wir den ganzen Sitz runter, problemlos. So, hier haben wir diesen Innensechskant, und man kommt hier an der Seite richtig schön drunter, gerade mit einem Impulsschlüssel. Diese Schraube lösen wir jetzt, und jetzt müssen wir den ganz einfach durch diese, genau. Genau, die Schrauben, die sind hier mit dabei. Wir packen jetzt hier einmal das Zubehör aus. Von den Maßen bei diesem Heckgepäckträger liegen wir bei 42,5 lang ist der und 29 cm breit, und er hat hier eine Höhe, die ist stattlich 14,5 cm. Schauen wir uns mal das Zubehör an. Was ist jetzt hier mitgeliefert? Woanders ist das einfach mit beigelegt. Das ist nochmal festgemacht. Hier haben wir diese zwei Platten. Und hier haben wir die verschiedenen Schrauben. Einmal
Innensechskant und einmal einen Schraubenschlüssel, wahrscheinlich zum Kontern und Gegenhalten. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Wie kriegen wir das ran und geht es auch schnell zu demontieren oder zu montieren? So, liebe Freunde, so kommt das drauf auf dem Bike. Jetzt wollen wir mal schauen. Genau, so soll das drauf kommen, aber wir müssen ja schauen, dass wir auf jeden Fall unsere Batterie hier noch rausbekommen. Ich montiere das jetzt mal so, dass wir hier hinkommen und die Batterie auch rausmachen können. Zeige ich euch mal. Und zwar haben wir hier jetzt diese Schrauben. Zu einem kommen die Schrauben jetzt hier ran. Die kann man zwar noch mal versetzen, die kommen aber hier ran und die sind auch sehr lang. Somit sieht es nicht so optisch gut aus. Man hat aber viele Möglichkeiten, den Korb drauf zu machen, weil wir auch einige Löcher haben, wo wir die Abstandshalter befestigen können. Aber es ist kein Korb, wo wir jetzt hier was reinlegen können, groß, denn diese Abstände hier von diesem Boden, der ist schon sehr groß. Also kleine Sachen können wir hier nicht reinlegen. 5,5 cm Abstand haben wir hier. Hier sind es 7 cm. Hier sind es auch wieder 6 cm. Also das erscheint mir auch zu groß, finde ich. Also hier kann sich auf jeden Fall der Hersteller noch was einfallen lassen. A mit dem Korb und B mit der Befestigung. Den Korb hier an das Fahrrad anzubringen, ist für mich absolut umständlich und aufwendig zugleich. Auch die Demontage. Und wie gesagt, wenn das so einfach gehen würde wie mit dem Sitz, mit dem Innensechskant, mit der Mutter hier unten fixieren, festmachen, dann würde das auch halten. Wir werden das jetzt auf jeden Fall mal probieren. Geht das Fahrrad entsprechend noch zu klappen oder nicht? Das Fahrrad geht zu klappen, wie wir sehen, aber nicht ganz zu, also nicht ganz rum, denn wir haben hier im Weg die Lampe und wir kommen nicht ganz ran. Wir werden das jetzt für uns so richten, dass wir hier an diesem Korb so eine Feststelleinrichtung machen wie mit diesem Sitz. Das werden wir hier bei diesem Korb machen auf jeden Fall, denn diese Montage oder Demontage, falls man den Korb nicht braucht und das wieder abmontieren muss, ist für uns umständlich, denn ich muss jedes Mal beim Zusammenfalten von dem Fahrrad den Korb wieder demontieren. Aber auf jeden Fall lassen wir erst einmal den Korb hier dran, hinten, denn wir wollen ja noch den vorderen Korb ranmachen. Und hier wissen wir schon vom Hersteller, dass wenn der vordere Korb dran ist, das Fahrrad nicht mehr zum Klappen geht. Wir sehen es gerade, der Korb ist jetzt hier komplett in Einzelteilen. Na, wir packen das Ganze mal aus, damit wir das sehen können. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier drauf lege, damit ihr das besser seht vom Kontrast her, oder das spiegelt natürlich sowieso. Also das sind alles einzelne Platten und den Korb für vorn. Das ist die Halterung von vorn, aber auch natürlich Gewicht, ziemlich robust und stabil und viele Schrauben.
Bedienungsanleitung haben wir jetzt hier gar nicht dazu. Okay, sollte auch relativ einfach sein. Wir backen einmal aus. Wir haben es geschafft. Wir bauen den jetzt mal von an und dann schauen wir uns das Ganze mal an und dann geben wir unser Fazit und unser Resümee ab zu diesem Zubehör. Wir haben ja hier die 4 Schrauben. So, das sind die Schrauben, die langen Schrauben. Schraube greift. Das Zubehör vom PK6 haben wir jetzt dran. Zum einen der Gepäckträger für vorn, das gleiche wie bei dem hinteren Gepäckträger. Die Abstände sind uns zu groß, finden wir. Ich hätte mir gewünscht eine baugleiche Form zu dem hinteren. Von der Gepäckträger ist nur schwarzes, dickes Blech. So schaut es jetzt total aus. Wir haben jetzt vorn und hinten einen Gepäckträger dran. Beide unterschiedliche Bauformen. Naja, unser Geschmack ist es jetzt nicht, wird auch nicht so richtig zum Bike passen jetzt. Eher der hintere Gepäckträger von den runden Stangen her, das passt eher zu diesem E-Bike. Also hier sollte sich der Hersteller auf jeden Fall noch mal was einfallen lassen. Dazu mal ja das E-Bike jetzt auch nicht mehr zum Falten geht. So, liebe Wohnmobilfreunde, ihr seht es, das Bike ist fertig. Wir haben es komplett aufgebaut mit Zubehör. Unser Resümee dazu: Gepäckträger ja, vorn nein, hinten vielleicht, aber nicht in der Form oder nicht in dieser Bauart, ist uns zu umständlich, auch mit den Schrauben. Ansonsten das E-Bike kam fast komplett zusammengebaut. Die Verpackung vom E-Bike finden wir top. Alles sauber, keine Kratzspuren dran. Eine Schraube war abgefallen. Okay, das kann ja mal passieren. Die haben wir ja gefunden im Karton. Ansonsten passt das alles mit dem Aufbau. Es ging auch relativ zügig mit dem Aufbau. Also wenn ihr das Bike bestellt und ihr bekommt es, seid ihr in circa 15 bis 20 Minuten durch. Der Akku war geladen bei uns zu 100%. Ich weiß nicht, wie es bei euch dann sein wird. Also ihr könnt im Grunde genommen dann gleich starten, wenn ihr das zusammengebaut habt, und könnt eure erste Spritztour machen. Unser Resümee fahren, wie es ins Wohnmobil geht, ob es tauglich für unsere Touren ist, was wir so vorhaben, das werden wir euch auf jeden Fall noch bringen, denn das steht diesem Bike erst bevor, dass es für uns was taugt oder dass es für uns Sinn macht, das E-Bike mitzunehmen. Ladung im Wohnmobil, Verstauen im Wohnmobil etc. Hier noch bei uns fehlen würde von Hitway, worauf wir Wert legen könnten, wäre eine Verstautasche für das E-Bike, damit man das E-Bike, wenn man das zusammengefalten hat, in eine Tasche tun kann und ordentlich verstauen. Das ist wieder Jammern auf hohem Niveau, bei derzeit 799 im Angebot. Für alle unsere Zuschauer packen wir natürlich hier nochmal einen Gutscheincode mit rein. Den werden wir hier unten jetzt mit einblenden oder in der Videobeschreibung. Ihr könnt das natürlich gerne nutzen. Unsere Erfahrungsberichte von diesem E-Bike, das bringen wir demnächst. Wie verstauen wir das im Wohnmobil? Wie machen wir das mit der Ladung im Wohnmobil? Das seht ihr dann im nächsten Film. Wenn ihr noch keine Abonnenten wart, sehr gerne Abo setzen.
Habt ihr euch auch schon überzeugen lassen, von einem E-Bike oder das E-Bike zu nutzen? Und wir freuen uns auf jeden Fall immer auf einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Film oder auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin, tschüss!